Moderatorin ist für viele ein Traumberuf. Aber wie wird man das eigentlich? Im Video erzähle ich dir ein paar Wege und wie ich es geschafft habe. Herzlich willkommen in meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Nicole Krieger. Ich bin Fernsehmoderatorin und Eventmoderatorin. Ich bin Auftrittsexpertin und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Moderatorin und Moderator, das ist ja für viele Menschen der Inbegriff eines Traumjobs. Ja, das sind Leute, die viel Geld verdienen, die ständig mit wichtigen Leuten zu tun haben, umgeben sind von Prominenten, vielleicht selber auch ein bisschen prominent sind, sodass die Medien über sie berichten und die steigen in Luxushotels ab und fahren teure Autos. Ist es so? Ich bin jetzt seit 25 Jahren Moderatorin und ich kann dir sagen, von all den Punkten, die ich dir gerade genannt habe, stimmt relativ wenig. Naja, einer, aber das erzähle ich dir später, welcher das ist. Zunächst einmal schauen wir erstmal, welche Wege es denn überhaupt gibt, um Moderator oder Moderatorin zu werden. Und bevor wir über die Wege reden, müssen wir erstmal schauen, wo soll es denn eigentlich hingehen als Moderatorin? Soll es ins Fernsehen gehen, ins Radio, auf die Bühne als Eventmoderatorin oder in den Seminarraum als Business-Moderatorin? Fangen wir mal bei der Business-Moderation an. Das nennt sich auch Facilitation und die findet im Unternehmenskontext oder in Organisationen statt. Und das machen Trainer, Berater, Coaches, Organisationsentwickler. Die moderieren Workshops, Besprechungen und Organisationsprozesse. Und der Weg führt da immer über die klassische Tätigkeit eben als Trainer oder Berater. Dann haben wir die Radiomoderation. Radiomoderation, das ist auch ein Feld, in das viele einsteigen möchten. Und da führt der Weg meistens über ein Volontariat, also ein journalistisches Volontariat. Das kriegt man natürlich nicht so einfach. Die meisten Menschen, die im Radio arbeiten, haben erstmal viele Praktika gemacht, haben sich ausprobiert. Vielleicht hatten die auch schon irgendeine kleine private Radiosendung oder einen Podcast und die haben sich dann beim Radio beworben, erstmal ein Praktikum gemacht, dann eben ein Volontariat. Das ist eine redaktionelle Ausbildung und später sind sie als Moderatorin oder als Moderator auf Sendung gegangen. Ich habe meine Karriere im Fernsehen begonnen, aber ich war natürlich auch nicht von Anfang an Fernsehmoderatorin. Ich habe ursprünglich einmal als junge Frau angefangen, für regionale Tageszeitungen zu schreiben, also Zeitungsartikel, Zeitungsberichte zu machen. Das war so mein erster Schritt in die journalistische Arbeit. Und mit dieser Erfahrung habe ich mich dann einmal bei einem Radiosender beworben. Der suchte zufällig Promoterinnen als Hilfskräfte für eine Messe und dann dachte ich, na ja, ist vielleicht eine gute Chance, so ohne Ausbildung einfach mal was auszuprobieren. Den Job habe ich bekommen und habe mir dann so ein bisschen das Radio angeguckt und habe aber auch gewusst, ich glaube, ich möchte lieber Fernsehen machen und das war dann auch mein nächster Schritt. Also mit diesen beiden Erfahrungen habe ich mich dann wiederum beim Fernsehen beworben, habe als erstes ein Praktikum gemacht, weil so ein Praktikum ist immer die Voraussetzung, dass du nächste Schritte gehen kannst. Ich kenne niemanden, der von 0 auf 100 direkt einen Moderationsjob im Fernsehen bekommen hat, sondern ich habe erstmal ein Praktikum gemacht, 3 Monate und ich musste mich in diesem Praktikum echt auch beweisen, dass ich fleißig und diszipliniert genug bin für diesen Job. Das sind nämlich wesentliche Voraussetzungen für eine Moderatorin. Und nach diesem Praktikum habe ich dann ein Volontariat angeboten bekommen. Ein Volontariat ist eine redaktionelle Ausbildung in einem Medium. Gibt es auch bei der Zeitung, gibt es beim Radio und eben auch beim Fernsehen. Ich habe das in einer Fernsehnachrichtenredaktion gemacht und das ist übrigens für viele Moderatorenjobs die Voraussetzung. Gerade so beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen kriegst du keinen Moderatorenjob ohne ein Volontariat. Also vielleicht nur, wenn es um Fernseh-Events oder Unterhaltung geht.
So, in meinem Fall war das so, ich habe dann das Volontariat gemacht, diese redaktionelle Ausbildung. Und während dieser Ausbildung habe ich schon Stimmbildung und Sprechtraining und Moderationstraining gemacht, weil ich wollte ja unbedingt Moderatorin werden und ich habe selber geübt. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, Nicole, willst du mal moderieren? Sondern ich habe das selber forciert. Und als ich das Gefühl hatte, naja, ich kann es mal wagen, habe ich dann auch mal die Hand gehoben und habe gesagt, wenn es ein Casting gibt, ich wäre gerne dabei. Und so war es dann auch. Und so habe ich meinen ersten Moderationsjob bekommen. Damals noch in der Festanstellung im Fernsehen habe ich wöchentlich Nachrichten moderiert. Und daraus habe ich mich dann immer weiterentwickelt, habe weiter an mir gearbeitet, sehr viele Trainings genommen und bin dann später in meiner Karriere ins Magazinfach gewechselt, also weg von den Nachrichten, habe Fernsehmagazine moderiert und dann bin ich eben auch auf die Bühne gewechselt. Dazu erzähle ich dir gleich noch ein bisschen was. Ich will dir jetzt hier an dieser Stelle nur zeigen, es gibt ganz unterschiedliche Wege ins Fernsehen. Das war mein Weg. Natürlich kannst du dich auch bei einem Casting bewerben. Wenn du beispielsweise Expertin für Sport oder XY bist, dann kannst du dich immer auch bei einem Casting bewerben. Heute sind die Chancen da viel besser noch als früher, zu der Zeit, als ich eingestiegen bin, weil heute suchen sie im Fernsehen vor allem Persönlichkeiten. Ein redaktionelles Volontariat im Fernsehen oder in einem anderen Medium hilft natürlich dabei. Es gibt viele bekannte Moderatoren, die eben genauso wie ich eingestiegen sind, vielleicht ein bisschen auf einem anderen Weg. Nehmen wir zum Beispiel Günther Jauch, ja, der Moderator von Wer wird Millionär. Das ist so der bekannteste deutsche Fernsehmoderator. Der hat auch klassisch den journalistischen Weg gemacht. Der hat also als Politikjournalist am Anfang gearbeitet, hat ganz unterschiedliche Sendungen moderiert und eben jetzt in den letzten, ich glaube 20, 30 Jahren macht er seine eigenen großen Fernsehshows. Das ist also eine typische Karriere des Fernsehens. Eine junge Karriere ist beispielsweise die Moderatorin Mighty Nguyen Kim. Die hat ja ursprünglich, sie ist promovierte Chemikerin und die hat ursprünglich mit einem YouTube-Kanal angefangen. Und dieser YouTube-Kanal, den hat sie so gut gemacht, dass damals das ARD, ZDF, junge Programm Funk auf sie aufmerksam wurde. Erst war also der Kanal bei Funk integriert und dann hat sie eben daraus ein Angebot vom WDR bekommen, die Sendung Quarks zu moderieren. Und jetzt macht sie ganz, ganz viele Sendungen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und das ist ein schönes Beispiel, wie heute Karrieren auch verlaufen können. Also sie hat kein redaktionelles Volontariat, sie ist promovierte Chemikerin und hat eben über diesen Weg YouTube den Einstieg gefunden. Und das ist mein Tipp für dich, wenn du sagst, na ja, jetzt habe ich schon eine andere Ausbildung oder ein langes Studium hinter mir und ich habe da jetzt keine Lust drauf, noch ein Volontariat zu machen. Ich möchte möglichst schnell vor die Kamera. Dann ist der Weg über YouTube die erste Wahl aus meiner Sicht. Allerdings sollte natürlich das, was du da zeigst, erstklassig und professionell sein. Und hier möchte ich dich nochmal einladen, hier bei uns an der Moderatorenschule Baden-Württemberg vorbeizuschauen. Wir haben einen tollen Kurs, Kamera- und Videomoderation. Da lernst du alles, was wichtig ist, um überzeugend als Moderator oder Moderatorin vor der Kamera aufzutreten. Ein weiterer Weg, um erfolgreich als Moderatorin zu arbeiten, könnte dich natürlich auch auf die Veranstaltungsbühne führen. Ich persönlich habe das im Laufe meiner Karriere erst gemacht, dass ich vom Fernsehen auf die Bühne gewechselt bin und eben zusätzlich auch noch Events moderiert habe. Aber da könntest du natürlich auch direkt anfangen. Du könntest dir natürlich erstmal eine fundierte Ausbildung zulegen, also zumindest mal eine Weiterbildung, Eventmoderation machen oder wie moderiere ich erfolgreich Veranstaltungen. Und dann kannst du gucken, welche Veranstaltung könnte ich denn mal übernehmen. Gerade wenn du aus dem Unternehmenskontext bist, dann kannst du mal schauen, ob dein Unternehmen möglicherweise Veranstaltungen hat, die du moderieren kannst. Weil es ist ja so, dass sich oft nicht so viele Leute freiwillig finden, solche Veranstaltungen zu moderieren. Und wenn dich das interessiert, weil du gerne Moderator werden möchtest, naja, dann ist das doch die Möglichkeit. Und so schaffen es übrigens viele.
Während ich ja vom Fernsehen gewechselt bin, kommen viele Menschen aus Organisationen und Unternehmen. Die kriegen zufällig mal die Aufgabe übertragen, moderier doch mal das ein oder andere interne Event, und dann finden die Gefallen dran und sagen, hey, das könnte ich doch auch als Beruf machen. Und so steigen die dann ein. Die machen das erstmal in der Firma und dann machen sie es 50% in der Firma, 50% freiberuflich, und wenn es genug Aufträge hat, dann wechseln sie komplett raus in die Freiberuflichkeit und sind erfolgreich Moderatoren. Das ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit. Oder wenn du sagst, naja, ich habe nicht die Möglichkeit, intern Veranstaltungen zu moderieren, weil das mein Arbeitgeber nicht hergibt, dann kannst du natürlich dir auch schon selbstständig Veranstaltungen suchen. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die das so gemacht haben. Die haben also sehr niedrigschwellig angefangen, vielleicht mal ein Sportevent moderiert oder eine Kulturveranstaltung oder für eine befreundete Unternehmerin gearbeitet, und so sind die dann langsam da eingestiegen und irgendwann haben sie Geld für die erste Moderation verlangt, und so ging es eben Schritt für Schritt immer weiter, und so haben sie ihr Moderationsbusiness aufgebaut. Wenn das dein Weg ist, dann haben wir für dich da ganz viele tolle Informationen auf unserer Webseite. Klick dich gerne mal rein. Da kannst du ganz viel dazu lernen, wie du Karriere als Moderator oder Moderatorin machst. Es gibt also viele Wege ins Fernsehen oder auf die Bühne oder ins Radio als Moderatorin. Das ist ein Traumjob, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Und ich bin dir ja noch eine ganz kleine Antwort schuldig. Was von den Punkten kommt denn tatsächlich im Leben einer Moderatorin vor? Also Reichtum ist es garantiert nicht, aber was tatsächlich so ist, ich habe es ganz viel mit prominenten Persönlichkeiten zu tun, mit Menschen, die Expertin oder Experten sind, und mich persönlich bereichert das sehr, weil es meinen Wissenshorizont und mein Leben bereichert. In diesem Sinne, wenn dich das auch interessiert, viel Erfolg!